Kürzlich hat diese Meldung für Aufsehen unter Musikfans gesorgt. A new song is coming from the Beatles. Der allerletzte Beatles-Song soll auf den Markt kommen. The Beatles have a new song. John Lennon's voice taken from an old demo tape. Using the latest artificial intelligence to create new music. But can you really call it a Beatles track if it's not real? Kann man mit künstlicher Intelligenz wirklich die Beatles wieder aufleben lassen? Klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Und werden Musikschaffende bald ganz durch KI ersetzt? Kann einem schon ein bisschen Angst machen. Bei dem besagten neuen Beatles-Song handelt es sich um eine alte Tonbandaufnahme von John Lennon, die er kurz vor seinem Tod aufgenommen hat. Darauf ist zu hören, wie er am Klavier einen unvollendeten Song singt. Dazu haben die überlebenden Mitglieder der Band später weitere Instrumente und Stimmen aufgenommen. Doch die Aufnahmen blieben unveröffentlicht. Unter anderem, weil die Tonqualität der ursprünglichen Kassette zu schlecht war. Erst jetzt, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, auch KI oder AI genannt, konnten der Gesang und das Klavier voneinander getrennt und der Song richtig abgemischt werden. Der Einsatz von KI beschränkt sich hier in erster Linie darauf, die Tonqualität zu verbessern. Das heißt, die gesamte kreative Leistung, Musik, Lyrics, Gesang, stammt weiterhin von Menschen. Aber was, wenn KI auch die kreative Arbeit übernimmt? Wir versuchen heute einen Beatles-Song zu erstellen, der ausschließlich aus Elementen besteht, die von AI generiert wurden. Ganz vereinfacht gesagt machen wir das in 3 Schritten. Zuerst brauchen wir einen Backing-Track, also die instrumentale Musik. Dann braucht es Lyrics, also den Text. Und es braucht eine Stimme, die diese Lyrics zu einer Melodie singt, also den Gesang. Der Einfachheit halber beginnen wir mit dem Backing-Track. Glücklicherweise gibt es hier so ein Tool von Facebook, das nennt sich Music Gen. Damit ist es möglich, mit Hilfe von Prompts, also so ein bisschen wie bei ChatGPT zum Beispiel, Musik zu erstellen. Ich tippe hier mal 1960er, Beatles und vielleicht noch John Lennon. Klicken wir mal auf Generieren. Jetzt generiert mir die künstliche Intelligenz, die mit über 20.000 Stunden Musikmaterial trainiert wurde, einen kurzen Soundschnipsel. Könnte schlimmer sein. Ja. Die Beatles sind sowieso kein einfaches Beispiel, da diese verschiedene Äras haben und auch unterschiedliche Klangästhetiken haben. Und offensichtlich hat die AI hier auch ein bisschen Probleme damit, die Beatles genau in ihrem Stil zu erfassen. Doch nach ein paar Versuchen haben wir mehrere Musikschnipsel, die zumindest ansatzweise nach den Beatles klingen. Hier zum Beispiel die Gitarre. Diesen Schnipsel nehmen wir in ein Musikbearbeitungsprogramm und lassen ihn dort als Loop abspielen. Das gleiche machen wir mit den Drums. Dann hören wir uns jetzt kurz an, wie diese 2 Soundbites zusammenklingen. Was wir jetzt haben, ist das fertige Instrumental, also sprich alle Instrumente. Und jetzt fehlen eigentlich nur noch die Stimmen, also die Vocals. Stimmen generieren, das geht mit künstlicher Intelligenz mittlerweile recht einfach. Besonders beliebt sind derzeit Deepfakes, bei denen die Stimmen von bekannten Stars originalgetreu nachgeahmt werden. Wie wär's zum Beispiel mit dem Song Perfect von Ed Sheeran, aber gesungen von Kanye West? Kein Problem für die KI. Oder wie wär's mit dem Heidi-Titelsong, gesungen von Michael Jackson? Für mich jetzt, der effektiv auch sein Geld damit verdient, halt Musik zu produzieren, ist es für mich jetzt mehr noch eine Spielerei. Das ist Musikproduzent Henrik Amschler. Zum Beispiel für ein Demo kann man das auf jeden Fall schon machen. Und es ist lustig, das so ein bisschen auszuprobieren, ja. Trotzdem kommen KI-Tools bei professionellen Künstlerinnen und Künstlern häufiger zum Einsatz, als man vielleicht denkt. Oft aber eher in technischen Bereichen, wenn es zum Beispiel ähnlich wie beim Beatles-Song darum geht, die Klangqualität einer Aufnahme zu optimieren. Man kann mittlerweile Songs hochladen auf Portale, die in dem Sinne dann das AI-mäßig mastern lassen. So, das gibt schon ganz viele und das brauchen auch schon ziemlich viele.
Aber nicht nur bei technischen, auch bei kreativen Aspekten kommt KI in der Musikindustrie zum Einsatz. Es ist mittlerweile gang und gäbe, dass man im Songwriting zum Beispiel auf der sehr kreativen Ebene sich helfen lässt von ChatGPT, mehr Worte zu finden oder bessere Rhymes zu finden etc. Das ist schon jetzt auch sehr angekommen in der Musikindustrie, auf jeden Fall. Zurück zu unserem KI-Beatles-Song. Auch wir sind bei den Lyrics angelangt und wenden uns dafür ebenfalls an ChatGPT. Ich würde es jetzt mit einem Prompt probieren wie Write me a simplistic Beatles song that John Lennon could have written about AI. Das kleine Meisterwerk, das uns ChatGPT jetzt hier ausgegeben hat. In a world of wires and circuits where machines come alive, we are reaching for the future where AI will thrive. Man kann damit arbeiten, aber ein Meisterwerk ist es ja offensichtlich nicht. Diese Lyrics müssen wir jetzt noch in gesungenen Text verwandeln, also Gesang. Dazu haben wir ein weiteres AI-Tool, welches die Lyrics entgegennimmt und uns zu den jeweiligen Textzeilen eine kleine Melodie generieren kann. Zum Beispiel hier, in a world of wires and circuits, baut es folgende Melodie. Diese Melodie, diese werfen wir dann in eine weitere AI und diese singt uns eigentlich dann die Melodie plus den Text vor. In a world of wires and circuits. Eigentlich fehlen jetzt nur noch die Beatles. Dazu ersetzen wir nun die künstliche Frauenstimme mit jenen der Beatles. Also ähnlich wie die Beispiele vorhin mit Michael Jackson und Kanye West. In a world of wires and circuits. Es klingt schon wie John Lennon, einfach etwas uninspirierter als das Original. Und ich glaube auch die Tonlage ist nicht optimal vielleicht. Die menschliche Stimme ist schon, ich glaube, das Schwierigste für eine AI, wirklich richtig gut hinzubekommen. Weil je elektronischer ein Instrument ist, desto einfacher ist es in dem Sinne ja, die zu programmieren. Dennoch wird künstliche Intelligenz längerfristig die Industrie umkrempeln. Davon ist Henrik Amschler überzeugt. Für mich ist die AI in dem Sinne einfach eine Weiterführung der Digitalisierung. Ich glaube, da muss man sich nicht vormachen, das ist ganz klar. Also AI wird Sachen ersetzen, Arbeitsschritte ersetzen, aber es kommen sicherlich auch wieder neue Sachen dazu. Aber es kann einem schon ein bisschen Angst machen, ganz klar, ja. Ganz ähnlich steht auch Paul McCartney von den Beatles zum Thema KI. In einem Radiointerview hat er kürzlich gesagt: All of that is kind of scary, but exciting, because it's the future. Und damit wären wir wieder bei unserem KI-Beatles-Song. Der ist mittlerweile nämlich fertig. Hören wir mal rein, wie das Ganze jetzt schlussendlich final klingt. In a world of wires and circuits, where machines come alive, we are reaching for the future, where AI will thrive. Oh, artificial intelligence, what's behind your digital gaze? Can you feel, can you dream in your binary maze? Okay. Also ich finde ihn nicht schlecht. Ich glaube so, das semi-professionelle Level ist eigentlich hier bei dem Song. Technische Fehler im Songwriting gibt es in dem nicht wahnsinnig so. Deswegen ist es für mich solid, aber mehr dann auch nicht. Hat künstliche Intelligenz also das Potenzial, fixfertige Hits zu produzieren? Ich glaube nicht, dass AI in Zukunft komplette Songs erstellen wird oder zumindest auch große Teile mit AI-Tools generiert werden wird. Ich glaube, das ist zum momentanen Zeitpunkt noch etwas Zukunftsmusik. Musik lebt auch von nicht perfekten Sachen, also von Menschlichkeit. Und das macht ja dann eine Musik genau auch speziell, dass sie in dem Sinne menschelt. Das ist schon die größte Herausforderung für eine AI, da wirklich auch die richtigen Emotionen hinzubekommen. Ja. Hast du gewusst, dass Spotify dein Hörverhalten bis ins letzte Detail analysiert? Wenn du darüber mehr wissen möchtest, schau dir dieses Video an. Und wenn du Studentin oder Student bist, haben wir noch ein spannendes Angebot für dich. Das NZZ Studi-Abo zu einem unschlagbaren Preis.